Ja! Oh, wir nehmen ja schon auf. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir reden heute über Stalking. Was sagt die Bibel über Stalking? Und sollte ich damit vielleicht aufhören? Bevor wir loslegen, du darfst uns gerne abonnieren, mach die Glocke an, weil das nächste Video, was wir rausbringen, handelt von illegaler Einwanderung. Sollten wir als Christen das unterstützen oder nicht? Deswegen abonniere uns und dann siehst du das schöne Video. Okay, um das vielleicht kurz vorher klarzustellen, was ist Stalking überhaupt? Stalking ist das Verfolgen, Beobachten oder Belästigen einer anderen Person. In den letzten Jahren hat der Staat versucht, Stalking genauer zu definieren und mit einer Strafe zu belegen. Aber da Stalking ein Muster einer ansonsten legalen Tätigkeit beinhaltet und die Motivation des Stalkers nicht immer klar ist, ist das Verfolgen von Stalkern total schwierig. Stalking geht in der Regel Interesse an einer anderen Person voraus. Das ist übrigens kein Problem. Dieses Interesse kann positiv oder negativ sein. Beispielsweise kann sich ein Mann in seine Kollegin verlieben und sie mit unüberwünschten Geschenken oder Telefonaten überhäufen. Auch wenn sie gebeten hat, aufzuhören. Sie kann seine Aufmerksamkeit zu Recht als Stalking interpretieren, obwohl seine Motive ihm positiv erscheinen mögen. Aber von ihr werden sie eben als negativ interpretiert und dann könntest du das Stalking nennen. Die Bibel spricht über Stalking nicht direkt, aber wir können viele ihrer Prinzipien anwenden, um die biblische Perspektive zu entdecken auf Stalking. Ein Thema in der Bibel ist, dass wir andere so behandeln sollen, wie wir selbst gerne behandelt werden wollen. Matthäus 7,12. Jesus sagt, das zweitgrößte Gebot ist, unseren Nächsten zu lieben, wie wir uns selbst lieben. Matthäus 22,39. Stalking ist das Gegenteil von diesem Verhalten, das Jesus Christus befohlen hat. In Römer 13,10 steht, die Liebe schadet dem Nächsten nicht. Ängste, Befürchtungen oder Ärger in jemandem zu schüren, bedeuten ihm zu schaden. Wir tauchen mal ganz kurz in was Spannendes ab. Man könnte sagen, dass der Teufel ein Stalker ist. Zuerst sagt Petrus 5,8, seid nüchtern, seid wachsam. Dein Gegner, der Teufel, schlendert herum wie ein brüllender Löwe und sucht jemanden, den er verschlingen kann. Der Teufel und seine Dämonen verfolgen die Menschen als Beute und suchen nach Schwächen und Verwundbarkeiten, um sie auszunutzen, zu versuchen und zu zerstören. Johannes 10,10. Sein unaufhörliches Belästigen, Andeuten, Bedrohen und Lügen sind alles Eigenschaften eines Stalkers. Der Teufel studiert uns gegen unseren Willen, taucht in unseren schlimmsten Zeiten auf und bedrängt uns mit Ängsten, Zweifeln und Versuchungen. Und zu dem Stalking vom Teufel, da sagt die Bibel dazu was. Die Bibel gibt uns eine Methode, um auf satanistische Bedrängungen zu reagieren. Und das steht in 1. Petrus 5,9, Jakobus 4,7. Wir widersetzen uns, indem wir zuerst erkennen, dass wir angegriffen werden. Und dann an Gottes Wort festhalten. Epheser 6, 10-17. Wir weigern uns, von unserem Feind schikaniert zu werden. Wir sind vielleicht nicht in der Lage, dem Teufel seine Attacken zu stoppen. Aber wir können starke Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass er uns nicht besiegt. Und das ist, was Jesus getan hat. Matthäus 16,23. Wir können das Gleiche mit menschlichen Stalkern tun. Wenn wir erkennen, dass wir verfolgt werden, können wir starke Maßnahmen ergreifen, um es zu stoppen. Und uns dann weigern, dem Stalker zu erlauben, uns einzuschüchtern. Okay, aber ist Stalking Sünde? Ich weiß nicht, vielleicht bist du ja der Stalker, dann rede ich jetzt mal kurz noch zu dir. Ja, es ist Sünde und die Bibel ist sehr klar dazu. Also mach's nicht. Wenn du jetzt Probleme mit Stalking hast, dann raten wir dir erstmal zu Jesus zu gehen. Denn er ist der Einzige, der dir wirklich helfen kann. Wenn du merkst, dass du bedrängt oder belästigt wirst, dann solltest du so schnell wie es geht, am besten jetzt noch, gleich nach dem Video, nachdem du uns abonniert hast, okay, Spaß beiseite, du solltest unbedingt so schnell wie es geht, auch ohne zu abonnieren, zu einem Lehrer, zu deinem Chef oder zu deinen besten Freunden oder vielleicht zu deinen Eltern gehen. Weil solange dich der Stalker nur anguckt, könnte das vielleicht noch für dich erträglich sein. Aber wenn der Stalker zu anderen Mitteln greift, dann kann es gefährlich werden. Schön, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen und dich vielleicht ein bisschen näher an dieses Thema ranführen. Du darfst hier unten gerne unser nächstes Video schauen und wenn dir das Thema gefallen hat oder diese Video gefallen hat, dann gib uns doch einen Daumen nach oben.